Die Idee der Reihe von Schaurestaurierungen ist es, einen Einblick zu geben in die Vorbereitungen von Sammlungsseite für den Neubau der Nationalgalerie am Kulturforum. Daher auch der Titel In Preparation, also in Vorbereitung. Wir möchten einen Blick hinter die Kulissen gewähren, Einblicke geben in die künftigen Inhalte des Neubaus. Wir haben dafür das Format der Schaurestaurierungen gewählt. Das heißt, dass Werke, die für den Neubau ausgesucht sind, teilöffentlich restauriert werden. Zur Restaurierung gehört ja bei kinetischer Kunst, man kann die nicht in einem statischen Moment überprüfen. Man muss sie Probe installieren, man muss sie in Betrieb nehmen, damit man überhaupt etwas dazu sagen kann. Der Raum des verwundeten Affen ist ein künstlerisches Zeitzeugnis für die spezifische Situation Berlins zur Zeit der politischen Wende 1989-90. Das Werk besteht aus verschiedenen Werkelementen, die teilweise motorisiert sind, wie so häufig im Werk von Rebecca Horn. Das ist einmal die Schneidemaschine, ein Fernglas, das vor der Schneidemaschine befestigt ist an der Decke, aus 2 Metronomen, die in unterschiedlichen Takten ticken. Dann gibt es noch die Deckenelemente, das sind 3 Kupferschlangenpaare, die unter Hochspannung sich aufeinander zubewegen und in dem Moment, wo die Kupferschlangen am nächsten Punkt sind, einen Lichtbogen produzieren. Das zieht sich so auseinander durch den Motor quasi. Diese Nocke, die drückt quasi diesen Kolben nach links von mir aus gesehen, also von Ihnen nach rechts. Jetzt drücke ich mal, geht es auseinander, wenn ich wieder gehen lasse, geht es zusammen. Rebecca Horns Raum des verwundeten Affen kam in die Sammlung aus einer Ausstellung heraus, aus einem Ausstellungskontext. Also der Raum war hier hinter. Das ist sozusagen eine Ansicht der Erstinstallation von 1990. Es war ein abgedunkelter Raum. Das Werk ist ja entstanden für die Ausstellung Die Endlichkeit der Freiheit, eine Ausstellung, die im Stadtraum stattgefunden hat in Berlin, kurz nach der Wende 1990. Und Rebecca Horn war eine der Mitinitiatoren dieser Ausstellung. Und das Werk ist eben aus Restmitteln dieser Ausstellung vom Land Berlin für den Hamburger Bahnhof, für die Nationalgalerie erworben worden. Hier sieht man dann Rebecca Horn, wie sie diesen Blick durch die Augen des Affens, durch das Fernglas hindurch wirft. Also so hat ein Werk einfach eine Biografie und es ist total wichtig für uns, das alles aufzuschlüsseln und zu berücksichtigen in so einer Restaurierung. Der Raum des verwundeten Affen ist dann zum ersten Mal 1996 zur Eröffnung des Hamburger Bahnhofs gezeigt worden. Das Werk wird durch die enorme Geräuschkulisse, durch die Akustik der einzelnen Werkelemente, die sich durch ihre Bewegung vollziehen, unheimlich stark beeinflusst. Dadurch, dass wir jetzt gerade in dem Probeaufbau diese Parameter festlegen wollen für eine Reinszenierung im Neubau, versuchen wir auch zu bewerten, welche Parameter sind wichtig. Also Ziel der Restaurierung wird zum einen die Aufarbeitung der Werkgenese sein. Das beinhaltet eine so weit wie möglich lückenlose Dokumentation, die zumindest die ganze Werkgeschichte und aber auch jetzt unseren Arbeitsprozess und Entscheidungsfindungsprozess in der Abstimmung zwar innerhalb der Sammlung und mit der Künstlerin und ihrem Studio sozusagen verankert. Und das andere ist, dass wir natürlich ein Konzept haben wollen, auch für eine Bespielung. Was bedeutet, dass wir jetzt auch rausfinden wollen, wie oft können wir die Arbeit im On-Zustand zeigen, also was macht sie auch quasi von ihrem Zustand her mit. Die Restaurierung des Werkes beinhaltet natürlich ausführliche Recherchearbeiten zuerst sowie zur Zweitpräsentation. Das heißt Interviews mit Zeitzeugen, Vergleiche von Grundrissen, die Maße, Positionierung der einzelnen Werkelemente. Und neben diesen ganzen Recherchemaßnahmen natürlich auch die Untersuchung der einzelnen Werkelemente, eine Funktionsprüfung der einzelnen Elemente und ihre ausführliche Dokumentation. Dass Restauratoren einfach wissenschaftlich arbeiten, dass gerade in der zeitgenössischen Kunst es auch ganz viel um Recherche, Aufarbeitung, Werkgenese geht und auch eine sehr interdisziplinäre Arbeit darstellt, das ist, glaube ich, vielen nicht bekannt. Und auch in diesem Fall ist es so, dass die Recherchearbeit, die dahinter steckt, die auch unsere Kollegin jetzt hier macht, die wir auch zusammen machen, einen sehr hohen Anteil an der Restaurierung einnimmt. Der Themenkomplex Deutsche Teilung wird im Neubau eine wesentliche Rolle spielen. Nach jetzigem Planstand könnte der Raum des verwundeten Affen einen Ankerraum innerhalb dieses Themenkomplexes Deutsche Teilung im Neubau darstellen.